What's poppin'? Willkommen zurück zu meinem Kanal und zwar, you know why you're here. Why are you here? I got trust issues too, but I got over my trust issues. Und okay, nicht 100%, jeder Mensch hat ein bisschen Trust issues, aber was ich wollte mit euch heute teilen ist, was ich habe gemacht, damit die größten Trust issues weg sind. Und zwar, manchmal denkt man sich so, ne, oh, was macht der? Warum habe ich diese Gefühle? Warum kann ich niemand vertrauen? Because das ist einfach deine Unsicherheiten, die sprechen oder deine Kontrollneeds. Okay? Leute, das ist immer zwischen Unsicherheiten und Kontrollneeds und manchmal die Vergangenheit. Also was ist passiert in der Vergangenheit? Dann haben wir auch viele Menschen, die haben viel Anxiety, die immer so viel darüber denken, über die Zukunft. Ich will euch einfach meine Erlebnisse teilen kurz. Was hat mir geholfen? Ich war bei Gesprächen, bei Coachings, weil ich hätte so viele Beziehungen, nicht so partnerschaftlich und sowas, Liebe und alles, aber auch Freundinnen und Freundinnen, wo meine Vertrauensprobleme einfach hat alles zerstört. Oder nicht alles, aber mindestens ein bisschen. Und das ist ja unnötig und das wollen wir ja nicht haben. Und dafür sind wir hier. Ich will kurz über meine Erfahrungen und meine Tipps reden. Und das Wichtigste ist, ich will, dass ihr versteht, warum ihr euch so gefühlt. Und dass es auch normal ist. Also, let's do this. Charlie, wir reden über Trust Issues heute. Willst du auch? Ne? Okay. Charlie ist auch hier, falls die hört jemand die... dann ist es Charlie. Okay, erste Sache. Erkenn dein Problem, okay? Find your problem, know your problem. Warum hast du diese Probleme? Was ist dein Problem erstmal? Du musst offen mit dir selber sein. Ich habe Freundinnen und ich war auch so früher selber. Ich hatte Freundinnen, die zu mir hat gesagt, Enisa, du übertreibst. Enisa, du musst deinem Partner vertrauen. Enisa, du musst sie vertrauen. Enisa, du musst Menschen vertrauen. Du machst das und das falsch. Nicht so, nein, alles ist immer recht, was ich mache. Nein, ihr müsst verstehen, manchmal habt ihr auch falsch. Oder lass uns sagen, sei einfach neutral. Wenn du so viel Pride hast, so sagen, ey, ich übertreibe oder ey, ich habe Probleme, versuch einfach neutral zu sein. Sag, okay, vielleicht habe ich Probleme. Sag einfach das. Meet me halfway. Wenn du triffst einen anderen Menschen, die mit dir reden wollen, dir zu helfen, versuch ihn einfach halbwegs so treffen. Sagt man so in Deutsch? Anyways, so das Ding war, man muss erstmal verstehen, dass man hat ein Problem. Wenn du denkst, nein, ich traue nicht, weil das und das und das, er hat einmal nicht mein Handy geantwortet, 3 Stunden, dafür habe ich einen Grund. Hast du nicht. Wir müssen das auch verstehen, wir Menschen, die haben so ein bisschen Vertrauensprobleme. Wir suchen immer Gründe, okay? Das erste Ding ist, erkenn dein Problem. Versteh, du hast ein Problem. Okay, ich habe ein Problem, sagen wir. Jetzt wissen wir, haben ein Problem, ne? Versteh, bye Charlie, versteh, dass dieses Problem, die du hast, sucht immer neue Gründe. Das ist, was Vertrauensprobleme sind. Diese Anxiety, auch von auch der Past oder von der Anxiety über die Zukunft oder von die Unsicherheiten oder die Kontrollneeds, die suchen immer Gründe, das zu bestätigen, was du denkst, ist das Korrekte. Das ist so unser egoistische menschliche Gehirn. Wir funktionieren einfach so. Wenn wir denken, dass ein Ding so ist, suchen wir immer Gründe, das zu bestätigen. Was bedeutet das? Das bedeutet, du suchst selber Probleme. Das bedeutet, was dein Partner macht, du wirst sagen, genau, das ist falsch. Auch wenn es wirklich falsch ist. Das bedeutet, vielmals übertreiben wir. Vielmals machen wir Probleme. Ohne Grund, weil wir haben einen Grund ausgesucht. Aber später, wenn wir runterkommen, verstehen wir, das war ja was, er war ja nicht so, das war ja nicht so viel, ich habe ja total komplett übertreiben, ne? Das ist das Ding, was wir machen mit unseren Beziehungen, das ist schlecht. Also, was können wir machen? Lass uns reorientieren to the problem. Ich hatte auch meine Unsicherheiten. Ich habe Menschen, die mir gesagt, oh Enisa, rede über wie man bekommt so Self-Confidence. Jeder Mensch, die euch sagt, oh, so, mach das und das und das, das wirst du, wie sagt man, selbstbewusst. Nein, das ist eine Ding, you have to work on it. Das ist so wie ein Kind. Du musst das ernähren, er muss schlafen, alles. Das ist das Selbstbewusst. Du musst an das arbeiten, okay? Weil jeder von uns hat Unsicherheiten irgendwo. Ist es intellektuell? Ist das, wie man aussieht? Das ist viel, ne?
Anyways, mein Ding ist, jetzt haben wir gesagt, okay, erkenn das Problem, ne? Wir wissen, wir haben ein Problem. Versteh, dass du immer dann suchst Gründe, dein Problem zu bestätigen, okay? Und dann kommen wir zu deine eigenen Gründe, so diese Probleme, so wie Unsicherheiten oder Control Needs. Was können wir dafür tun? Ich hätte alles von das, alle die 4. Ich bin nicht perfekt, ich habe immer noch Trust Issues. Ich muss mit Piloten reden, weil ich denke, hey, du, die mich fahren willst, du, genau du, mit Fliegen nicht, ich vertraue dir nicht. Hast du alles geguckt? Ist alles geschenkt? Ich war so, genau, so schlimm war ich. Und ich sage nicht, ich bin 100% Trust Issues free. Nein. Jeder Mensch hat ein bisschen so, aber das ist auch okay und normal. Aber diese übertriebene, wo wir zerstören für uns selber, das will ich euch gerne helfen mit. Weil das ist, ich könnte so viel von mich selber zerstören wegen das. Und diese Negativität, die stresst euch selber. Die stresst niemand anderen. Leute, am Ende des Tages, du zerstörst auch eigentlich Menschen around you. Und dann wollen die nicht auch mit dir sein, wenn du so bist, ne? Und diese Menschen, die können ja mit jemandem sein, die ihnen keine Kopfschmerzen gibt. Das gibt es ja auch. Ihr müsst verstehen, diese Energie, diese negative Energie, die man rauslässt, man könnte so viel mehrere Sachen mit das tun. Nimm diese Energie zurück, denk an euch selber. Wenn es ist aus gesundheitlichen Gründen. Denk, will ich mich selber stressen und mir selber Kopfschmerzen geben, meine Gesundheit zerstören für ein Problem, das ich habe, so mental auf Unsicherheitsgründen oder Kontrollgründen. Nein, versuch das zu verbessern. Ne? Think of your Gesundheit, think of yourself. Nimm diese Energie, wo du was ausrasten. Nimm diese Energie zurück zu dich selber. Beruhig dich. Take a step back, beruhig dich, okay? Focus on yourself. Will jemand feiern gehen? Geh feiern. Ich vertraue dir, bis du was machst und ich das höre. Dann tschüss. Aber bis dann, Leute, verstehe, jeder Mensch, die ihr trifft, werde euch nicht was Schlimmes machen. Ihr müsst einfach Vertrauen für den haben. Leben ein gutes Leben und positives Leben. Alles ist nicht negativ. Wir hören nur die negative ein bisschen extra mehr als die positiven Sachen. Ne? Jemand, die ist verheiratet, 10 Jahre glücklich, man redet nicht über das. Man redet über, oh, er hat sie 3-mal betrogen. Über das reden wir. Und das ist, was ist schlimm. Ne? Fokussiere dich auf deine Unsicherheiten. Bau dich selber auf. Warum habe ich Unsicherheiten? Warum ist der Grund für das? Ist es meine Kindheit? Ist es, wie ich aussehe? Was ist das, was ich mache? Vergleiche ich mich mit vielen Mädels? Hör auf dann. Simpel. Dann hast du ein Problem gefunden, die du machst. Du machst dich selber kaputt. Du vergleichst dich viel mit anderen. Und dann denkst du, oh, ich bin nicht genug. Oh, mein Partner mag mich nicht so viel, wie ich denke. Dein Partner liebt dich. Seht ihr, dass das Problem ist bei dir? Man muss anders denken. Was kann ich machen, meine Unsicherheiten wegzumachen und mich selber mehr selbstbewusst zu fühlen? Das ist ein Problem. So kann man sich einmal helfen. Zweites Problem, Kontrolle. Warum brauche ich diese Kontrolle? War das einmal eine Sache, die mir passiert ist in meiner Vergangenheit, wo ich hatte keine Kontrolle drauf? Hat es mir wehgetan? Warum? Ihr müsst das verstehen. Bei mir war das so, ich habe mich viel früher vergleicht mit anderen Menschen. Dann habe ich verstanden, eine ist 81, eine ist 61, eine ist so, eine ist so, eine ist so, eine ist so. Jeder ist anders. Man kann sich nicht vergleichen. Das geht nicht. Ich habe das verstanden, aber das hat mir auch gedauert. Meine Kontrollprobleme. I have to calm down. Ich wüsste, I have to calm down. Ich kann nicht immer Kontrolle über alles haben. Das ist das Leben. Wir haben gar keine Kontrolle und das macht uns ein bisschen sauer, ne? Wir haben keine Kontrolle über, wenn wir geboren würden, wie wir würden leben, für was wir haben. Aber wir haben Kontrolle über, will ich glücklich sein oder will ich nicht glücklich sein. In diesem Leben, wo du weißt nicht, wie es hat angefangen und wie es ist gonna end, realize, dieses Zwischendurch ist das Einzige, das du kontrollieren eigentlich kannst. Und das ist deine eigenen Gefühle. Will ich glücklich sein, will ich negativ sein? Das ist deine Wahl und du willst glücklich sein. So denk so, oh, ich kann das vielleicht nicht kontrollieren, ich kann nicht einen Menschen kontrollieren. Nein, kannst du nicht. Du musst verstehen, je mehr du einen anderen Menschen statt zu kontrollieren unterstützt, werde er dich oder sie dich unterstützen und das will was Schöneres draus machen. Genau.
Anyways, wenn das kommt zu Vergangenheitsproblemen, nur weil ein Mensch dir was Schlechtes getan hat, bedeutet nicht, dass andere Menschen werden dir das machen. Und diese neuen Menschen, die du triffst und will dich gut behandeln, verdient nicht, dass du nicht ihm vertraust, weil die haben dir gar nichts Falsches getan. Such nicht die Gründe dafür. Und dann gibt es Menschen, hätte ich auch, wo man denkt so viel über die Zukunft. Ja, was wenn? Beruhig dich, lebe in das Moment, verstehe. Wir sind genau hier jetzt. Nichts ist passiert. Verstehe deine Unsicherheiten. Move along. Verstehe, warum du die hast. Arbeite auf dich selbst. Nimm weg von dieser schlechten Energie. Geh zurück. Verstehe, okay, ich habe Unsicherheiten. Wie kann ich auf das arbeiten? Nimm diese Energie, die du würdest auf schlechte Sachen machen, zurück und mach was Gutes für dich selber. Kontrollberuf. Diese Control Needs. Warum habe ich das? Wie kann ich das verbessern? Ich sage nicht, oh, jetzt musst du mal alles so machen. Ich kann das selber nicht machen. Aber einfach so verbessern. Okay? Denk nicht schnell auf die Zukunft. Denk nicht so viel auf die Vergangenheit. Think about right now. Und auch wenn euer Kopf ein bisschen geht dahin und dahin und anfängt zu denken, oh mein Gott, was wenn. Leute, ihr könnt nicht alles kontrollieren. Wenn jemand euch was Schlechtes machen will, werde er das sowieso das machen. Punkt. Zieh dich auf dich selber. Sei ein guter Mensch. So ist einfach das Leben. Aber macht euch nicht kaputt wegen dieser oh, er hat mich nicht geantwortet. Nein, du verdienst besser. Mach dich nicht kaputt über solche Sachen. Du musst deinem Partner vertrauen. Ihr wolltet ein Leben haben später. Eine Zukunft, ne? Da muss man auch seinem Partner vertrauen. Anyways, das Thema ein bisschen mehr Partnerrichtung, Relationship-Richtung, Trust-Issues. Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich meine, und ich hoffe, dass das geht ja alles nicht so in einem YouTube-Video direkt, und ich hoffe, dass es euch ein bisschen hilft auch. Anyways, wir sehen uns nächstes Mal, my love. Bye. Charlie, willst du Bye sagen? Wo bist du? Oh, sie ist weg. Tschüss.